und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und du bist auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Schön, dass du da bist oder vielleicht auch wieder mit dabei bist. Gleich am Anfang, samstags kommt ein Video zu meinen Häkelsachen und dienstags kommt ein Video zum Diamond Painting. Nur so am Rande, dass ihr da ungefähr Bescheid wisst einfach. Ja, ihr seht es, ich habe hier meine Häkelarbeiten liegen. Ich habe überall sozusagen ein bisschen weitergemacht. Und ja, schauen wir uns einfach mal den Fortschritt mal an. Am besten starten wir mit dem einen Tuch hier. Ich tue gerade mal diese Decke rüber, weil da bin ich gerade sozusagen im Wechsel vom Garn. Und ja, hier bei dem Tuch, das hat jetzt schon eine ganz gute Größe, muss ich gestehen, aber es ist noch nicht fertig. Das wird ja mit einer Dreier, also ich habe den Anfang erst mit einer Dreiernadel gehäkelt und hier ungefähr bin ich umgewechselt auf eine 3,5er. Genau, jetzt habe ich die Nadel hier versteckt. Also jetzt ist es eine 3,5er und das ist dieses Garn. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich muss mal kurz, weil das, wenn ich es jetzt raushole, dann ist es zerfleddert. Einmal von der Wollbiene, das Flair, 100% Baumwolle, hat 1000 Meter circa in der Lauflänge und war geeignet für eine Dreiernadel. Genau, aber wie gesagt, ich häkel es jetzt mit einer 3,5er. Es ist jetzt auch noch ein bisschen da. Also das gibt noch ein bisschen am Tuch. Und ja, gefällt mir so ganz gut. Was mir besonders gefällt mir dieser zarte, extrem schöne, zarte Übergang von den Farben. Ich finde das wirklich toll. Also das sieht wirklich, wirklich schön aus. Das ist auch ein ganz einfaches Muster. Da werden einfach nur die Reihen abgewechselt. Also einmal Stäbchen, einmal Muster, Stäbchen, Muster, Stäbchen. Also super einfach. Ja, nur mit der Dreiernadel hat es mir irgendwann zu lang gedauert irgendwie. Das wollte ich nicht mehr. Jetzt, wie gesagt, habe ich jetzt hier, wo es so von Grau ins Rosa ging, habe ich dann gewechselt auf eine 3,5er Nadel. Und ich muss sagen, damit häkelt es sich einfacher. Hier seht ihr so ab und zu so kleine Fädchen. Da ist dieser zarte Übergang vom Garn. Also das ist dann so ineinander gezwirbelt. Ja. Und davon sind das so kleine Fädchen. Ich finde aber jetzt so, wenn man es nicht weiß, fällt das nicht auf. Das sieht man nicht. Ja, und da waren, glaube ich, hier war irgendwo, es ist mir vorhin auch einmal ins Auge gestochen. Ah ja, hier. Ja, hier. Das sind so diese kleinen Übergänge, die man dann hat. Und das kann man nachher einfach abschneiden. Aber dadurch kommt wahrscheinlich dieser schöne, zarte Farbverlauf, weil das so ineinander verdreht ist. Ja. Genau. Da habe ich mir meine Masche markiert. Und na, hier auf der Seite hatte ich es euch das letzte Mal gezeigt. Also es kamen ungefähr 3 Reihen dazu. Ich bin jetzt an der 4. sozusagen. Ja. Also die 4. kommt jetzt langsam. Genau.
Ja, die Farben, wie gesagt, gefallen mir gut. Ich finde die schön frühlingshaft und lässt sich auch schön anfassen. Es ist schön weich. Es soll ja 100% Baumwolle sein, also das ist schon ein schönes Garn. Lässt sich auch gut verarbeiten. Super. Ja. Maschenmarkierer versetzt. Und dann zeige ich euch das nächste Mal, wenn es da wieder einen Fortschritt gibt. Ja. So. Einmal zusammen und ach, obwohl, man könnte es draußen lassen. Da hat man nachher noch mal ein bisschen einen schöneren Hintergrund als nur diesen weißen Tisch. Ja, und dann habe ich weitergearbeitet mit einer Vierernadel. Kann man jetzt hier schlecht lesen. Das ist ganz blass nur noch, weil das eine ganz alte oder ältere Nadel ist. Also eine Vierernadel. Und da habe ich hier an dem Tuch weitergearbeitet. Ich finde auch hier ist der Farbverlauf sehr schön. Von dem kräftigen Orange geht es jetzt rüber in dieses Fuchsia, würde ich sagen, ist das. Und ja, sehr, sehr, sehr schön. Das ist ein Garn. Ich hole es mal gerade raus, weil das kann ich noch gut rausholen. Das ist da gar kein Thema. Seht ihr, das ist schon, geht jetzt fast komplett über in dieses Fuchsia. Wenn es jetzt falsch ist, die Farbe verbessert mich. Das ist ein Bobbel, ein Unicatis Bobbel. Und das ist von Flammen geküsst. 1000 Meter, vierfach, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl für eine 3er- und 4er-Nadel geeignet. Es ist, wie gesagt, ein Vierfachgarn und ich finde, auch mit der 4er-Nadel, ich habe sonst die Garne meistens mit einer 3,5er Nadel verhäkelt, aber auch mit der 4er Nadel ist das wunderbar häkeln. Also eine sehr, sehr schöne Qualität. Man bleibt nicht hängen an den einzelnen Fäden. Es ist alles wirklich, wirklich schön. Stimmig, finde ich. Ja. Der ist hier in meinem Eukalyptusbeutelchen drin. Ja, und da ist auch immer ein Wechsel jetzt drin. Also da habe ich auch ein Muster angefangen. Einmal, ich zeige es euch gerade mal hier oben. Also einmal Stäbchen und dann diese Stäbchen über Kreuz, 3 Reihen und dann nochmal Stäbchen und dann kommt dieses Muschelmuster sozusagen. Genau. Und das wird dann halt immer und immer wieder wiederholt, bis es fertig ist. Aber auch sehr schön, aber ich finde auch, dass das nicht zu löchrig ist, weil ich steche ja um die Masche sozusagen ein. Und ich meine, klar, wenn es jetzt zieht, wird es löchrig, aber wenn das entspannt liegt, finde ich, ist das schon schön dicht. Und vor allen Dingen auch schön weich, also sehr schön anzufassen. Ja. Versetzen wir auch hier den Markierer. Da habe ich auch wieder meinen Halti drin sozusagen. Meinen Maschenhalter. So. Der ist auch süß mit der Erdbeere und der schlafenden Katze. Finde ich auch total goldig. Ja, das ist das Tüchlein. Es wächst langsam, aber stetig. Die Nadel. Und dann habe ich noch die Decke hier oben. Schieben wir ihn mal rüber.
Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade im Wechsel. Und zwar muss ich gerade gucken. Hier. Da seht ihr es, da ist nur noch ein bisschen von meinem Faden. Und da soll jetzt das nächste Knäuel von dieser Einhornwolle mit 390 Metern reinwandern. Das ist ein Teddygarn und ich glaube, das ist komplett Polyester. Polyacryl. Polyacryl ist es. Ich starte diese Knäule gerne aus der Mitte und hole mir das einfach so raus und gucke dann, wie es aussieht. So, und der Rest wird wieder reingestopft. Flupp, flupp. Und dann wird hier geschaut, wo mein Übergang ist. Ach, wo mein Anfang ist, nicht der Übergang, der Anfang. Da gibt es garantiert bessere Methoden. Also wenn ihr da mal eine bessere Methode wisst, wie man da den Anfang am leichtesten findet, sagt mir mal Bescheid. Manchmal habe ich auch Glück und ich erwische nur den einzelnen Faden. Aber manchmal oder meistens geht es so mit dem Gefummel hier aus. Da ist er. Na? Weiß nicht, wie ist das da bei euch so? Oder gibt es da einen bestimmten Trick, dass man irgendwie an der Wolle erkennen kann, da und da liegt der Anfang, so nach dem Motto? Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Da wäre ich dankbar für. Ja. Ja, ich gehe hier bei so Garnwechsel einfach hin und knote mir die fest. Manchmal gehe ich auch hin und lasse den Faden einfach mitlaufen. Das hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Also ihr könnt es halt mit diesem magischen Knoten machen oder wir können es ja gerade mal machen. Das ist ja jetzt nichts Großartiges, obwohl hier könnte man es auch anders machen, weil das Garn ist ja dick. Das eine. Und dann könnten wir das einfach so mitnehmen. Ne? Dass man den Faden so doppelt macht. So. Zum Beispiel. Da lege ich es jetzt nach hinten. Alles ist ja das Reliefstäbchen. So. Und jetzt kommt es nochmal hierher. Ja. Aber wie gesagt, entweder nimmt man es mit oder man macht es mit einem Knoten. Und dann ist man da auch auf der sicheren Seite einfach. Dann geht da nichts mehr auf. Obwohl, so ist mir jetzt auch selten oder noch gar nicht eigentlich was aufgegangen. Von daher, den Faden lasse ich jetzt auch sozusagen mitlaufen, bis er weg ist und dann passt das schon wieder. Ja, diese Decke häkle ich mit einer 5,5er Nadel und noch mit einem anderen Garn, und zwar diesem Wendy Strickgarn Universal. Oh, seht ihr gar nicht so. Und das hat 820 Meter, ist für eine 4 bis 4,5er Nadel geeignet. Polyacryl 80% und 20% Baumwolle. So sieht es aus. Und hier nebendran habe ich normalerweise das Einhorngarn liegen. Und das kommt da jetzt auch so, wie es ist, einfach wieder nebendran hin. Der angefangene. Und hier, das lege ich einfach ganz locker oben drauf. So. Und dann hat man das schön verstaut in einer Tasche.
Ja, und das Ganze sieht so aus. Ich habe auf 2 Seiten dieses Zopfmuster und auf den anderen beiden Seiten habe ich dann nur immer so eine Reihe mit einem kleinen Muster und sonst mit den Reliefstäbchen. Ja, genau. Und da soll das Garn halt so komplett reinwandern und dann schauen wir mal, wie groß es ist und gucken, ob wir vielleicht noch was anhäkeln oder nicht. Zu der Decke wurde sich ja auch ein kleines Video dazu gewünscht. Das mache ich euch gerne fertig. Das kommt dann irgendwann im Laufe der Wochen. Genau. Kringeln tut sich hier das alles jetzt wegen den Reliefstäbchen hier. Die ziehen sich halt sehr stark zusammen. Die Decke ist auch schon recht schwer und fest nicht dick. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Finde ich sehr schön. Mag ich gern. Sie wird wahrscheinlich, hoffentlich für den Herbst fertig. Ja, letztes Mal habe ich es euch hier gezeigt. Kam auch nur so 3 Reihen. 1, 2, 3, ja, die 4. Reihe. 3, 4 Reihen kamen dazu. Auch nicht die Welt, aber trotzdem stetig. Ja, hier wollte ich halt warten, dass ich euch hier mal so ein bisschen diesen Übergang von mir zeige, diesen Garnwechsel. Ich dachte, das ist vielleicht auch mal ganz interessant nochmal zu sehen. Ja. Deswegen hatte ich sie dann etwas geparkt, ehe es soweit war, damit ich es euch heute einfach zeigen kann. Genau. Ja, und das sind sozusagen die kleinen Projekte, die momentan laufen. Ich bin irgendwie am Überlegen, weil ich gar kein Oberteil dabei habe, ob ich nicht doch hingehe und vielleicht noch ein Oberteil anschlage. Nur irgendwie habe ich keine Lust auf ein RVO. Ich wollte vielleicht mal neu ausprobieren mit sozusagen rund gehäkelt. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Ihr werdet es erfahren auf alle Fälle. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass eure Woche schön war, dass ihr Zeit hattet auch für eure Hobbys und für eure Lieben und dass ihr gesund seid und ja, dass ihr einfach eine tolle Woche hattet. In diesem Sinne, habt noch ein wunderschönes Wochenende, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Macht's gut. Tschüss.